Hallo, mein Name ist Laurin und im heutigen Video geht es um die Profi-Akku-Handkreissäge DHS 680 von Makita. Der aktuellste Preis und Angebote sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Angefangen mit dem Design und den physikalischen Merkmalen ist das Werkzeug wie von Makita typisch sehr hochwertig verarbeitet und liegt super in der Hand. Was die Farbe anbelangt, sind die wichtigsten Hebel und das Gehäuse wie immer in dem typischen Grünton gehalten. Durch die Gummiummantelung, die den kompletten Handgriff und den Knauf auf der Oberseite ummanteln, wird dem ergonomischen Griff weiterhin sehr viel Halt ermöglicht. Trotz der Größe von 350 x 170 x 238 mm kommt das Werkzeug gerade einmal auf ca. 3,3 Kilogramm, was für ein Akkuwerkzeug dieser Größenordnung immer noch äußerst gut ist. Über dem Handknauf befindet sich ein einklappbarer schwarzer Metallbügel, woran das Werkzeug anschließend nach dem Gebrauch verstaut werden kann. Der Bügel ist auch im eingeklappten Zustand gut an der Maschine integriert und behindert somit die weiteren Arbeiten in der Handhabung nicht. Auf der Oberseite befindet sich der Sicherheitsschalter, welcher mit dem Daumen nach unten gedrückt werden muss, damit der darunterliegende Schalter, also die Akku-Handkreissäge, aktiviert werden kann. Das hier verbaute Sägeblatt hat einen Durchmesser von 165 mm und eine Bohrung von maximal 20 mm. Zum Schutz des Sägeblattes, aber auch um Personenstehen zu verhindern, befindet sich eine Schutzklappe, welcher mit einer Feder gespannt ist über dem Sägeblatt. Diese kann entweder manuell durch den grünen Griff nach hinten gedrückt werden oder wird einfach durch das jeweilige Werkstück entsperrt. Das Sägeblatt hat hierbei eine Schnitttiefe von maximal 57 mm und ist durch einen Sechskantschlüssel wechselbar. Hierfür befindet sich nämlich am hinteren Ende der Maschine ein verbauter Sechskantschlüssel, welcher genau dafür ausgelegt ist, das Sägeblatt zu lösen, um somit ein anderes einbauen zu können. Auch bei einem 50 mm starken Holzbalken zeigte sich, wie man erkennen kann, die Säge wenig beeindruckt und drosselte nur minimal herunter. Höchstwahrscheinlich wäre hier sogar noch mehr drin gewesen. Da das Sägeblatt beim Wechseln sich hingegen mitdreht, befindet sich etwas versteckt ein kleiner Schalter, welcher gedrückt werden muss, damit der Motor einrastet. Danach ist das Sägeblatt fest und kann gewechselt werden. Mitgeliefert wird ebenfalls ein schwarzer Absaugstutzen, welcher am hinteren Ende der Maschine montiert werden kann. Somit ist es möglich, einen Staubsauger an der Akku-Handkreissäge zu montieren und überflüssigen Dreck zu vermeiden. Weiterhin wird die Maschine von einem Brushless-Motor betrieben, welcher wesentlich effizienter, langlebiger und leistungsfähiger ist als konventionelle. Dies ist übrigens auch an den BL-Logos auf der Maschine erkennbar. Die Power bekommt das Werkzeug von einem 18 Volt Lithium-Ionen-Akku, welcher auf der Rückseite in den dafür vorgesehenen Akkuschacht geschoben werden kann. Hierbei ist es wie immer egal, welche Kapazität der Akku besitzt, wobei ich jedoch Akkus über 3 Ampere-Stunden empfehlen würde. Wichtig ist hierbei nur, dass ausschließlich 18 Volt Akkus verwendet werden. Eine manuelle Drehzahleinstellung sucht man an der Maschine vergeblich, da die jeweilige Drehzahl automatisch von der Elektronik angepasst wird. Somit wird die Drehzahl im Leerlauf zwischen 0 und 5000 Umdrehungen pro Minute gehalten, wobei sie jedoch bei höheren Beanspruchungen für optimale Leistungsverhältnisse angepasst wird. Somit wird durch eine überlegene Automatik stets die bestmögliche Leistung für die jeweilige Aufgabe geliefert. Durch die wirklich sehr kurze Ausklingzeit der Säge bis zum Stillstand des Sägeblattes von wenigen Sekunden wird somit für noch mehr Sicherheit gesorgt, da zufällige Verletzungen, die durch das laufende Sägeblatt vermieden werden können. Unter dem Handgriff befindet sich eine 3-Segment-LED-Anzeige, welche den jeweiligen Akkustand angibt. Diese ist jedoch in meinem Fall so locker, dass die Holzspäne eintreten und unter dem Display ansetzen können. Hierbei sollte definitiv noch etwas nachgebessert werden. Zur ausreichend guten Beleuchtung des Arbeitsplatz sind zudem 2 leistungsstarke LEDs an der Vorderseite montiert. Diese sind meiner Meinung nach komplett ausreichend und ermöglichen auch an schlecht belichteten Orten genügend Übersicht. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich hierfür ein weiterer grüner Hebel, durch welchen man die Maschine bis zu maximal 50 Grad neigen kann. Nachdem der gummiummantelte Hebel wieder festgedrückt wurde, bleibt die Maschine in der jeweiligen Position bestehen. Die derzeit eingestellte Gradzahl ist hierbei übrigens an einer Skala ablesbar.
Somit kann man mit der Maschine auch große Winkel von 45 Grad locker meistern, wobei hier immer noch eine Schnitttiefe von 37 mm möglich ist. Gerade Schnitte hingegen durch eine Holzplatte glichen fast denen durch Butter, was für die Handkreissäge so gut wie keine Beanspruchung war. Weiterhin kann man durch einen zusätzlichen Hebel auf der Rückseite einstellen, wie tief der jeweilige Schnitt erfolgen soll. Hierfür befindet sich eine weitere Skala, an der man die jeweilige Schnitttiefe ablesen kann. Somit ermöglicht die Akku-Handkreissäge eine sehr feine und genaue Handhabung. Außerdem ist es hierbei möglich, durch mitgelieferte Befestigung die Handkreissäge an einer Führungsschiene zu montieren. Diese ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten, was das Zubehör, solange man keine Führungsschiene besitzt, sinnlos macht. Abschließend kann man sagen, dass die Makita Akku-Handkreissäge DHS 680 definitiv ein Profi-Tool ist, da sie unglaublich viele Ein- und Verstellungsmöglichkeiten bietet und somit ein extrem großes Einsatzspektrum ermöglicht. Zudem ist die Verarbeitung, Handhabung und Leistung meiner Meinung nach spitzenmäßig, was einen Preis von ca. 160 € rechtfertigt, wobei der aktuellste Preis und Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen, indem sie über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.